Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um Felgen und Reifen. Ich habe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, ein wenig leichtere Felgen zu kaufen und habe mich jetzt tatsächlich für die Felgen von BMW entschieden. Es gibt ja hier diese Performance-Felgen von BMW, die 763er, und die habe ich jetzt bei eBay gefunden für einen ziemlich guten Preis. Die sind normalerweise so um die 5.000 Euro und die hier waren knapp 1.500 Euro günstiger. Und auch eben schon komplett vormontiert mit Reifenkontrollsensoren und eben einen Satz Pilot Sport Cup 2. Das heißt also, ich würde bei den gleichen Reifen bleiben, wie ich aktuell auch schon fahre. Und jetzt mache ich einmal die Eingangsmessung, also gewichtstechnisch, wo wir da liegen. Das ist jetzt hier der vordere linke Reifen, sind wir bei 19,85 Kilogramm. Ich wiege jetzt alle Felgenreifen einmal durch, also sprich, jedes Rad wird jetzt einmal gewogen. Die Werte notiere ich mir und vergleiche das dann eben am Ende mit den aktuellen Originalfelgen, die ich fahre. Wie gesagt, reifentechnisch bin ich gleich geblieben. Das heißt also, die 763er Felgen, die ich jetzt hier aufziehen werde, haben auch einen Pilot Sport Cup 2. Und den Pilot Sport Cup 2 fahre ich eben auch aktuell. Das heißt, da verändert sich nichts. Das ist jetzt sozusagen Vorderachse rechts. Hier auch nochmal gewichtstechnisch der Vergleich. Und auch hier sieht man sogar identisch aufs Gramm 19,85 Kilogramm. Das heißt also, hier ist auch die Wuchtung irgendwie jetzt nicht unterschiedlich. Das ist sehr angenehm. Wobei ich auch sagen muss, die Gewichtsersparnis ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich hatte ja ursprünglich auch schon mal die Originalreifen gewogen und das sieht man jetzt auch gleich im Anschluss, wenn ich die Originalreifen nochmal wiege. Insgesamt bin ich sogar ein bisschen schwerer geworden. Also ja, Gewichtsersparnis wird zwar propagiert, kann ich aber in der Realität nicht nachvollziehen. Natürlich sind meine Cup 2 auch ein bisschen angefahren, aber dass das Angefahrene jetzt so viel Unterschied macht, glaube ich nicht. Aber das sehen wir dann am Ende oder später einfach nochmal. Das ist jetzt der erste Reifen der Hinterachse, das sind 21,8 Kilogramm, also Felge und Reifen zusammen. Auch hier markiere ich mir sozusagen wieder, wo ich den später montiere. Und jetzt fehlt noch ein Rad von der Hinterachse. Hier wird auch nochmal gemessen und hier sind wir jetzt gewichtstechnisch auf einem ähnlichen Niveau. Ein bisschen mehr Gewicht, aber das kann wie gesagt auch durch die Wuchtung kommen, 21,85 Kilogramm. Wenn wir uns jetzt den Reifen angucken, der ist natürlich neu. Wir sehen hier, der Unterschied zu dem normalen Straßenreifen oder dem, sag ich mal, gewöhnlicheren Straßenreifen ist eben die etwas breitere, ja, profillose Auflagefläche des Reifens, der dann in der Kurvenfahrt mehr Haftung vermittelt und dadurch einfach auch ein bisschen sportlicher sich bewegen lässt, gerade auf der Rennstrecke, als die Straßenversion. Auch hier mache ich jetzt wieder meine Markierung, dass ich später weiß, wo montiere ich den Reifen oder wo kommt der Reifen am Fahrzeug hin. Jetzt geht es an die Montage am Fahrzeug. Ich starte hier an der Vorderachse links. Hier habe ich auch wieder so einen kleinen Spacer, der passt wunderbar in diese Aussparung und dadurch kann ich eben eine flache Auflagefläche erzeugen und habe es dann einfacher mit dem Wagenheber, beziehungsweise habe hier eben eine größere Grundfläche. Das ist immer ein bisschen weniger Belastung für diesen Aufnahmepunkt, wenn man da mit so einem Spacer arbeitet. Die kosten auch nicht viel, ich weiß nicht, ich glaube 5 oder 9 Euro. Ist auf jeden Fall ganz ratsam, um da eben diesen Aufnahmepunkt zu schonen, damit er da, wenn man das häufiger macht mit einem Wagenheber, nicht gegebenenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird. Jetzt startet eben wieder der, wie gesagt, normale Montageprozess, sprich Rad von der Radnabe lösen, Radnabe säubern. Und an der Vorderachse ist es jetzt sogar so, dass ich dann auch ein kleines bisschen Spurplatten verbauen werde. Das mache ich, um ein bisschen mehr Distanz zwischen Bremssattel und Felge zu bekommen. Das ist eigentlich nicht notwendig, aber da ich ja immer relativ starke Hitzeprobleme habe auf der Rennstrecke, beziehungsweise mein Reifen sehr schnell sehr warm wird auf der Rennstrecke, versuche ich jetzt durch diesen zusätzlichen Freiraum, der dann durch die Spurplatte entsteht, gegebenenfalls dafür zu sorgen, also es ist einfach nur ein Versuch jetzt von mir, dass ich durch diesen mehr Raum zwischen Bremssattel und Felge einfach auch ein bisschen weniger Temperatur oder weniger Schnelltemperatur in den Reifen bekomme, damit er mir nicht so schnell überhitzt. Das probiere ich jetzt einfach aus. Mal schauen, wie das dann läuft.
So, jetzt habe ich also den vorderen linken Reifen abmontiert und jetzt schaue ich einmal, was hier die Waage sagt, wie viel Gewicht der insgesamt hat. Und wir sind jetzt hier bei einer Vorderachse links bei 20,25 Kilo, das ist also eine Differenz von 0,4 Kilo. Wie gesagt, das ist nicht wirklich viel. Man sieht später an der Hinterachse ist es sogar so, dass ein bisschen mehr Gewicht dazukommt. Jetzt kontrolliere ich nochmal den Reifendruck, bevor ich den Reifen montiere. Und dann geht es auch schon wieder weiter ans Auto. Jetzt gehe ich her und schmiere hier die Distanzscheibe mit so Brems-Anti-Quietschpaste ein. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Ich hatte mal mein Fahrzeug, das war damals mein 440i bei BMW in der Inspektion, die haben die Reifen gewechselt und haben das eben nicht aufgetragen. Ich wusste das nicht und nachdem ich ein halbes Jahr später die Reifen wechseln wollte, war diese Distanzscheibe an der Radnabe festgebacken. Das war ein riesiges Geschiss, bis ich die da runter hatte. Also das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, damit das eben keine Verbindung gibt und nicht festbackt.
habe ich hier also die Distanzscheibe montiert. Wichtig ist natürlich zu sagen, ich verwende jetzt etwas längere Radbolzen, damit das eben kompensiert wird, diese zusätzliche Dicke der Distanzscheibe. Und was man jetzt auch schön sehen kann, rechts im Bild, ist eben, dass jetzt deutlich mehr Platz ist zwischen Bremssattel und Felgenaußenkranz. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, um, wie gesagt, weniger Temperatur von der Bremsscheibe und dem Sattel in Richtung Felge zu transportieren. Außerdem schafft es mir innen auch ein bisschen mehr Freiraum für die Bremskühlung, die ich ja noch fertigstellen muss. Insofern, ja, ist es ein Versuch auf jeden Fall wert. Die Freigängigkeit ist durchaus gegeben, das habe ich geprüft und ja, das sind jetzt vorne, ich glaube 10 mm Distanzscheiben, die ich da gewählt habe. Das heißt auf jeder Seite 1 Zentimeter mehr. Das passt ganz gut. Auf der Hinterachse habe ich es auch probiert, das sehen wir auch später. Da ist es allerdings so, da war mir einfach das viel zu nah an der Kotflügelkante, und wenn dann ich das Fahrzeug auf der Rennstrecke bewege und dann einfeder, ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass es schleift oder aufsetzt. Deswegen habe ich es an der Hinterachse zwar probiert mit der Distanzscheibe, aber nicht montiert. Aber hier in der Vorderachse sieht man, da ist jede Menge Platz, da ist gar kein Problem, diese 10 mm eben auf jeder Seite zu fahren. Jetzt kommt eben der wirklich spannende Teil, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe jetzt hier die ersten Reifen der Hinterachse, und wenn wir jetzt hier mal aufs Gewicht gucken, dann ist es tatsächlich so, dass der Hinterachsreifen leichter ist, also der Originale, als der Performance-Reifen. Das sind jetzt hier tatsächlich 0,6 Kilo mehr. Da war ich doch ein bisschen erstaunt, also entweder habe ich so viel Profil abgefahren, wobei ich sagen muss, 0,6 Kilo Profil abfahren kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das heißt, also aus irgendeinem Grund ist diese super leichte Performance-Felge von BMW auf der Hinterachse überhaupt nicht super leichter, sondern sogar 0,6 Kilo schwerer. Ja gut, sie sind zumindest golden. Ich wollte schon immer mal goldene Felgen haben, dann passt ja zumindest das, und ja, auf lange Sicht werde ich wahrscheinlich einfach tatsächlich weitersuchen müssen, ob es nicht noch andere Felgen gibt. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, vielen Dank dafür an der Stelle, wo jemand OZ-Felgen erwähnt, die habe ich auf meinem 440 auch gefahren. Wahrscheinlich werde ich dann doch irgendwann mal in Richtung OZ wechseln. Jetzt ist hier der Schritt, wo ich tatsächlich probiere, auch an der Hinterachse die Spurverbreiterung zu installieren. Merke dann aber, nachdem ich es montiert habe, dass da einfach viel zu wenig Freigängigkeit da ist, und entschließe mich dann dazu, diese Spurplatte an der Hinterachse nicht zu verbauen. Die Hinterachse ist, glaube ich, ohnehin ein wenig breiter als die Vorderachse. Insofern müsste das jetzt mit den Spurplatten auf der Vorderachse vielleicht sogar dafür sorgen, dass beide von der Spur her ähnlich sind oder sogar gleich. Ich konnte zumindest optisch keinen großen Unterschied feststellen in Sachen Spurdifferenz zwischen Vorderachse und Hinterachse. Ich werde es dann auf der Rennstrecke merken, ob das funktioniert, nur an der Vorderachse die Verbreiterung zu fahren. Und wenn es nicht funktioniert, nehme ich sie wieder runter. Wie gesagt, es ist jetzt halt mal ein Versuch, aber auf der Hinterachse, aus meiner Erfahrung, braucht ihr es nicht probieren, da ist einfach viel zu wenig Platz vorhanden.
So, und jetzt sind wir wieder zurück beim Wiegen. Jetzt wieder ein Reifen von der Vorderachse und zwar vorne rechts. Und hier setzt sich das durch. Hier ist tatsächlich an der Vorderachse der Performance-Radsatz von BMW leichter, auch wieder 0,4 Kilo weniger. Das heißt, auf der Vorderachse spart man tatsächlich ein bisschen was ein, 0,8 Kilogramm. Aber auf der Hinterachse ist es jetzt wie vorher auch so, dass wir wieder zusätzlich Gewicht mit reinbringen. Nicht 0,6 Kilo an der Stelle, sondern nur 0,4. Aber trotzdem ist der Performance-Radsatz von BMW hier nicht wirklich leichter.